Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch klingt. Wir sind Sarah und Thomas. Wir sind Deutschlehrer und wir freuen uns total, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, absolut. Heute haben wir ein Thema, das nicht nur super nützlich ist, sondern auch, es macht ein bisschen Spaß. Und vielleicht auch ein bisschen hungrig. Das auf jeden Fall. Es geht um den Restaurantbesuch. Stell dir mal vor, du bist in einer fremden Stadt, siehst ein tolles Restaurant und denkst dir, Da will ich rein. aber dann kommt sofort diese kleine Sorge. Ja, die kenne ich. Was sage ich nur? Wie bestelle ich? Wirkt es komisch? Genau. Und genau diese Sorge, die wollen wir euch heute nehmen. Wir gehen das alles mal Schritt für Schritt durch. Also von der Ankunft bis bis man satt und zufrieden wieder geht. Und das ist halt eine super Gelegenheit, um Deutsch in einer ganz echten Situation zu üben. Besser geht's kaum. Absolut. Und bevor wir jetzt in dieses leckere Thema eintauchen, noch eine ganz kurze Bitte. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert doch unseren Kanal Deutsch klingt. Gebt diesem Video ein Like und teilt es vielleicht mit Freunden, die auch gerade Deutsch lernen. Eure Unterstützung, die bedeutet uns wirklich, wirklich viel. So, vielen Dank schon mal dafür. Also, fangen wir an. Die erste Hürde. Man steht vor der Tür, man geht rein. Was ist der allererste Schritt? Also man sieht ja meistens direkt jemanden, den Kellner oder die Kellnerin. Und hier ist das Wichtigste, so wie eigentlich immer im Leben, ein Lächeln. Ja, das stimmt. Ein Lächeln und eine freundliche Begrüßung. Also ein einfaches Hallo oder, wenn es ein bisschen formeller sein soll, guten Tag. Das ist der perfekte Start. Und direkt danach, da kommt eigentlich schon die erste wichtige Frage. Man braucht ja einen Tisch. Richtig. Und die einfachste Formulierung dafür ist, einen Tisch für und dann die Anzahl der Personen. Genau. Zum Beispiel, guten Tag, einen Tisch für 2 Personen bitte. Oder wenn man allein ist, was ja auch oft vorkommt, dann einfach einen Tisch für eine Person bitte. Dieses kleine Wort bitte, das ist so wichtig. Es macht alles sofort höflich. Absolut. Manchmal kommt dann die Frage, haben Sie reserviert? Wenn nicht, ist das kein Problem. Man sagt einfach, nein, haben wir nicht. Und meistens sagt der Kellner dann sowas wie, folgen Sie mir bitte? Oder bitte hier entlang? Richtig. Und dann wird man zum Tisch geführt. Super. Also wir sitzen, jetzt wird's gemütlich. Oft liegt die Speisekarte ja schon da oder sie wird direkt gebracht. Aber was ist, wenn nicht? Ich finde, das ist manchmal so ein kleiner Moment der Unsicherheit. Stimmt. Man will ja nicht aufdringlich wirken. Aber keine Sorge, es ist total normal, danach zu fragen. Und wie frage ich da am besten? Eine sehr gute und höfliche Formulierung ist, könnte ich die Speisekarte haben, bitte? Oder auch, könnten wir bitte die Speisekarte bekommen? Ah, könnte ich. Das klingt gut. So eine indirekte Frage. Das wirkt immer freundlicher. Genau. Okay, wir halten also die Speisekarte in den Händen. Die ist ja meistens in so Kategorien unterteilt. Lass uns das mal kurz durchgehen. Sehr gute Idee. Also meistens fängt's an mit den... Vorspeisen. Richtig, Vorspeisen. Also kleine Gerichte für den Anfang. Eine Suppe, ein Salat. Genau. Und danach kommt der wichtigste Teil sozusagen, die Hauptgerichte oder der Hauptgang. Das ist dann das Schnitzel, der Fisch, Pasta. Vegetarische Gerichte, alles Mögliche. Und für die, die danach noch Platz um Magen haben, Was ja hoffentlich der Fall ist. gibt es den Nachtisch oder auch Dessert. Also Kuchen, Eis, Obst. Und natürlich die Getränke nicht vergessen. Die haben meistens einen eigenen Teil. Richtig. So, man schaut sich das also alles in Ruhe an. Und irgendwann kommt der Kellner wieder an den Tisch. Und fragt dann sowas wie, möchten Sie schon bestellen? Oder vielleicht auch, sind Sie bereit zu bestellen? Und hier hat man 2 Optionen. Wenn man noch überlegt, weil alles so lecker klingt, sagt man einfach, Einen Moment bitte. genau. Oder, wir brauchen noch einen kleinen Moment. Völlig unproblematisch. Und wenn man sich entschieden hat. Dann antwortet man mit ja gerne oder auch ja bitte. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, die Bestellung selbst. Ja, und da gibt es Formulierungen, die einfach besser klingen als andere. Das ist ein wichtiger Punkt. Absolut. Man könnte sagen, ich will ein Schnitzel. Uff, ja. Das klingt im Deutschen schon sehr direkt. Fast ein bisschen unhöflich. Es ist nicht total unhöflich, aber es ist, sagen wir mal, nicht so elegant. Die 2 besten Formulierungen, die man sich merken sollte, sind ich hätte gerne. Und ich nehme. Genau. Ich hätte gerne ist mein persönlicher Favorit. Das ist Konjunktiv, das klingt super höflich. Ich hätte gerne die Tomatensuppe, bitte. Perfekt. Oder eben die andere Variante. Ich nehme den Fisch.
Oder für mich bitte den Salat. Beides ist super und klingt total freundlich. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Getränke. Ich hätte gerne ein Wasser, bitte. So, und nachdem man bestellt hat, passiert ja oft, dass der Kellner die Bestellung nochmal wiederholt. Ja, das ist eine gute Kontrolle. Er sagt dann zum Beispiel, also eine Tomatensuppe, ein Schnitzel und ein Wasser. Und man hört zu und wenn alles passt, sagt man einfach, ja genau oder ja, das stimmt, danke. Und das war's schon. Der schwierige Teil ist geschafft. Jetzt kann man sich entspannen. Genau, und auf das Essen warten. Wenn das Essen dann kommt, sagt der Kellner ja diesen klassischen Satz. Ah ja, guten Appetit. Und was antworte ich da am besten? Einfach nur Danke oder Vielen Dank. Mehr braucht's gar nicht. Okay, das ist einfach. Ja. Und während man dann isst, kommt der Kellner oft nochmal vorbei und fragt, ob alles okay ist. Stimmt, sowas wie, schmeckt es Ihnen oder ist alles in Ordnung? Richtig. Und wenn das Essen gut ist, was wir mal hoffen, dann kann man das auch ruhig sagen. Also ein einfaches Ja, danke, sehr gut. Und wenn man richtig begeistert ist? Dann kann man auch sagen, es ist köstlich. Oder es schmeckt ausgezeichnet. Köstlich ist ein tolles Wort. Das bedeutet, es ist wirklich, wirklich lecker. Das freut den Koch bestimmt. Absolut. Aber was ist, wenn man noch einen Wunsch hat? Also man möchte vielleicht noch was trinken oder braucht noch Brot. Wie kriegt man da die Aufmerksamkeit? Ja, gute Frage. Man will ja nicht quer durchs Restaurant rufen. Auf keinen Fall. Der beste Weg ist Augenkontakt. Wenn der Kellner in deine Richtung schaut, kann man die Hand so ganz leicht heben. Und wenn er dann näher kommt? Dann sagt man als erstes Entschuldigung. Das ist das Signalwort. Okay. Entschuldigung. Und danach dann der Wunsch. Genau. Zum Beispiel. Entschuldigung, könnte ich bitte noch ein Wasser haben? Ah, da ist es wieder. Dieses könnte ich. Ja, oder wir hätten gerne noch etwas Brot, bitte. Man merkt schon, diese höflichen Formen, die ziehen sich durchs ganze Gespräch. Die sind wirklich der Schlüssel, oder? Absolut. Höflichkeit und die kleinen Wörter Bitte und Danke, die machen einen riesigen Unterschied. Okay. Stellen wir uns vor, das Essen war super, wir sind satt und zufrieden. Der letzte Schritt? Das Bezahlen. Wieder das gleiche Spiel, Blickkontakt suchen und wenn der Kellner da ist, sagt man Entschuldigung. Und dann die einfachste Frage. Die Rechnung bitte. Perfekt. Oder auch, wir würden gerne bezahlen. Beides ist super. Die Rechnung bitte versteht aber jeder sofort. Und dann bringt der Kellner die Rechnung. In Deutschland ist es ja so, dass man meistens direkt am Tisch bezahlt, richtig? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Man geht nicht zur Kasse, der Kellner kommt mit einem Portemonnaie oder einem Kartenlesegerät zum Tisch. Und man sollte vielleicht vorher fragen, ob man mit Karte zahlen kann. Genau. Also einfach fragen, kann ich mit Karte zahlen? Heute geht das fast überall, aber sicher ist sicher. Okay. Und wenn ich dann das Geld oder die Karte gebe, sage ich einfach, hier, bitte. Genau. Und ein kurzer Hinweis zum Trinkgeld. Der Service ist zwar im Preis drin, aber es ist schon üblich, so 5-10% zu geben, wenn alles gut war. Man kann den Betrag einfach aufrunden, oder? Ja, am einfachsten ist aufrunden. Wenn die Rechnung 18,50 € ist, sagst du, machen Sie 20 bitte. Und der Kellner weiß Bescheid. Das ist ein guter Tipp. So, und wenn alles erledigt ist und man geht, verabschiedet man sich natürlich. Ein freundliches Danke, auf Wiedersehen ist da der perfekte Abschluss. Super. Wenn man das mal so durchgeht, merkt man, es sind eigentlich gar nicht so viele Sätze, die man braucht. Es sind immer wieder die gleichen. Lass uns mal eine kleine Situation durchspielen. Nur die Bestellung. Ich bin der Kellner und ich hab's ein bisschen eilig. Oh, okay. Ein Stresstest. So, was darf's denn sein? Hallo, ich hätte gerne die Käsespätzle, bitte. Käsespätzle und zu trinken? Ein stilles Wasser, bitte. Ach, und eine kurze Frage. Ist bei dem Beilagensalat Essig im Dressing? Ja, unser Hausdressing ist mit Essig und Öl, geht aber auch nur mit Öl. Super, dann hätte ich den Salat gerne nur mit Öl. Vielen Dank. Siehst du, man kann auch nachfragen. Das ist total normal. Die Kernsätze geben dir die Sicherheit, aber von da aus kannst du auch variieren. Ja, das stimmt. So in Aktion fühlt es sich viel machbarer an. Es geht ja nicht darum, einen perfekten Text auswendig zu lernen. Genau darum geht es. Es geht um die Bausteine. Und der allerwichtigste Tipp ist vielleicht, habt keine Angst, Fehler zu machen. Oh ja, niemand erwartet perfektes Deutsch. Absolut nicht. Die Leute im Service, die freuen sich, wenn sie merken, dass sich jemand Mühe gibt, in ihrer Sprache zu sprechen. Das kann ich nur bestätigen. Ein Lächeln überbrückt fast jeden Grammatikfehler.
Und ein guter Tipp für den Anfang ist vielleicht, nicht das komplizierteste Gericht zu nehmen. Sehr guter Punkt. Wenn man unsicher ist, bestellt man halt Pizza Salami und nicht gebratenes Zanderfilet auf Rahmwirsing mit Petersilienkartoffeln. Ja, das nimmt auf jeden Fall den Druck raus. Man kann es sich ja am Anfang einfach machen. Apropos Pizza. Was bestellst du denn eigentlich am liebsten im Restaurant, wenn du die freie Wahl hast? Boah, schwierig. Ich liebe richtig gute, selbstgemachte Pasta. Also so Pasta mit Trüffel zum Beispiel. Das ist was Besonderes. Das gönne ich mir dann. Und du? Ich bin da ganz klassisch deutsch. Ein richtig gutes Schnitzel mit Bratkartoffeln. Oder ein schwäbischer Zwiebelrostbraten. Das ist für mich so richtig gemütliches Restaurantessen. Jetzt kriege ich Hunger. Das war ja klar. Ja, das war zu erwarten. Aber ich hoffe, wir haben euch da draußen nicht nur hungrig gemacht, sondern vor allem auch ein bisschen sicherer. Der Schlüssel ist wirklich üben. Spielt die Situation doch mal zu Hause durch mit einem Freund oder einer Freundin. Einer ist der Gast, einer der Kellner. Das ist die beste Vorbereitung. Und wenn ihr dann das nächste Mal die Chance habt, probiert es einfach aus. Bestellt auf Deutsch. Das wird euch ein super Gefühl geben, wenn's klappt. Und es wird klappen. Ganz bestimmt. Also, das war unser kleiner Leitfaden für den Restaurantbesuch. Wir hoffen, er hat euch gefallen und natürlich geholfen. Das hoffen wir sehr. Denkt einfach dran, die wichtigsten Sätze parat haben und immer freundlich sein mit Bitte und Danke. Das ist schon die halbe Miete. Das ist es. Bevor wir für heute Schluss machen, vergesst bitte nicht, unseren Kanal Deutsch klingt zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine unserer nächsten Folgen. Und teilt diese Folge auch gerne mit allen, für die sie nützlich sein könnte. Wir haben auch noch eine Frage für die Kommentare. Was ist euer absolutes Lieblingsessen im Restaurant? Ja, schreibt uns das mal unten rein. Wir sind total neugierig. Vielleicht finden wir ja noch Inspiration. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und zum Schluss noch ein kleiner Gedanke zum Mitnehmen. Sprache ist ja nicht nur Grammatik, es ist vor allem Interaktion. Das stimmt. Und jeder kleine Dialog, den ihr auf Deutsch führt, ist ein Erfolg. Überlegt doch mal, in welcher anderen Alltagssituation könntet ihr als nächstes versuchen, auf Deutsch zu interagieren? Ein schöner Gedanke. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!